Tag, mein Kolle. Schönen guten Tag, mein Fritz. Wie geht mir's denn, mein Kolle? Was macht ihr denn, Herr Spitz? Mensch, Kolle ist da so schön cool. Ich sah ja einen freien Stuhl. Ein Kunnerschdurf, da rullts und quirrlts scheint da nicht übertrieben. Sonst wäre so ein Frühlingstag mehr Flecke freigeklickt. Kolle und sein Chur gibt's nur schon das 2. Jahr. Was wir so miteinander treiben, soll ja kein Geheimnis bleiben. Darum haben wir, was uns so gefällt, zu einem Programm zusammengestellt. Arnold Howard, Gardner Rudolf, Evi Augustin stehen da auf unserer Liste und manches, was er hören wart, wuchs auf unserer Liste. Jetzt aber los, wir wollen nicht machen, die Gäste sollen nicht unruhig waren. Seid gegrüßt alle zusammen, wir wollen ein paar lustige Stunden haben. Stickel, Lieder und ein Witz. Ich freue mich drauf, mein Kolle. Und schon geht's los, mein Fritz. Und richtig los geht's gleich mit dem Lied. Prost, muss man sagen. Richtig los geht's gleich mit dem Lied. Wir haben wieder die Texte ausgewählt. Und zwar 3 Lieder. Sucht aber bitte der Everlauschen junge Meinen. Es soll theoretisch auf jeden Tisch genug Zettel sein, dass wir alle es haben. Wenn die Sonne lieber Opa, alle Nudelei gut, und Sternchen jung von Gemahlen, schon den Rucksack aufgeholt, und da geht's auch unser Wagen, wenn uns an Mastelei, jeder Morgen ist doch ganz gewiss, der allerschönste Zeit. Früher an der Erbenausis, von Rudolf Gärtner. Die fing die Schläd, die Mese sölt, der Amstel flöt, der Däuber gehört, und oben vor der Meste
da pfeifen alle Gäste. Zum Miste stulzt der Guckel hi, wirft ja die Brust und gräbt die Krie. Und Strauch und Husch waren wieder grün, die Krokussel und Veilchen blieben. Und nicht kann's mit erwarten, an Renel und an Garten. Und jede Nacht hat was gebucht, woran es gestern nie gedacht. Ein Zickel huppt mit Butschen spring und da fliegt schon ein Schmetterling. Und auf dem plumpen Steine leckt's Mietzel, Schwanz und Beine. Der Sonnenschein ist allen willkommen, die Bienen, die summt, die hummeln brumm. Ein Buschland auf der Brückenbank, da saß kein Mensch im Winter lang. Jetzt wird sie wieder viel im Schwänzelt, umschlichen und entgänzelt. Und jeden Abend ist sie besetzt. Und wie's der Buschback, wie's der schmutzt. Halli und hallo, ist Frühjahr, ist Frühjahr, ist Frühjahr, ist da. Nur was wollen Sie denn? Der Handwerk hätte die Karten wie. Das ist alles ausverkauft. Die Kinder haben ja von der Neue platzen. Jetzt bin ich aber gelaufen. Ich möchte mal, wenn es gut aber neue Beine kaufen. Da bin ich noch von Allerstrach darüber gehetzt und habe mich nie ein einziges Mal niedergesetzt. Es war ein Simne, da riefen sie mich beim Nuppern ans Fenster. Und da sollten sie, dass heute ein Gemeindezimmer eine große Sache soll sein. Da dachte bei so einer Feier machen sie immer ganz schöne Sachen. Da muss ich ein paar Zeiten auf die Beine machen. Da gibt es gewiss ein halbes Stündgeld und oberst das Maul. Aus solchen Sachen bin ich ohne faul. Ach, Herr Jämersch, so hübsch Publikum. Da war ich auch schnell mit meinen Sachen gekommen. Also, guten Tag und seid schon auch, was ich alles zu verkaufen habe. Ihr mag euch freuen über so viel Heilsamkeit, die euch helfen zu jeder Zeit. Ein Leckerstoff soll ja ein bisschen Kamille stehen, da kann ich nie vorübergehen. Damit Kinder hören und trinken einen Tee, denn beim Doktor reicht ja meistens nicht das Budget. An der Eibe bin ich über den Zaun gestiegen, ob der Strund ein bisschen Pfefferminze kriegen. Die Minze macht einen gewürzten Dampf und ist auch gut für Magenkrampf. Gewürznelken nahm dabei Schale drum. Wenn es euch die Sprache verschlägt, Basilikum. Liebstegel, wenn der Husten misst. Schafgarbe, wenn euch geschnitten hat. Muskatnuss ist von Verstand. Und gegen Zorn hilft die Rose ohne Dorn. Fenchel ist von Ohn. Brennnesseln for the Lohn. Aber das Diche ist ein Geheimrezept. Das hilft, wenn es an Betten nämlich schlappt. Fangen die Männer an zu schwächeln, da Kinder getrost drüber lächeln. Da gatter 3 Gläser früh und 3 zur Nacht. Da war das an, wie alles wieder neu zum Namen da war. Am besten, ihr tut ins Gleier mal probieren. Aber das Rezept kriegt er nicht zum Studieren. Ich kann es scheinbar notwendig dazu. So, mal gucken, was jetzt notwendig ist.
Da denkt sich noch einer. Muss er deswegen damit überlassen wird. Ja. Okay, wunderbar. Und nun macht's gut und bleibt da gesund. Und ich denke doch, das ist eine Hetzstückkeit. Das war also die Veronika als Kräuterweise. Und das kleine Programm, was wir zusammengestellt haben, soll ein bisschen so querbeet gehen, was er schon gesagt hat, ich sag mal eine Gesundheitsecke. Und da hat die Karin und anschließend die Rosi euch da was rausgesucht. Ein guter Rot für Herbert Anders. Marien machen es sich in Risse, zieh was Warmes an die Risse. Sicher Nächte ausgeschichelt und im Holz a Seidendichel. Strümpe wie Spinnewaben, du da frierst das bissel lahm. Graupel war da, Schneemotsch, Bonsche, kahle Fisse bei der Monsche. Und dazu in Husten, Schnuppen und der Not zum Dukterhuppen. Mali, ich soll ob das eine warme Fisse, warme Beine, das hilft gegen's Naselaufen und brauchst keine Billen kaufen. Unfertige Frierfleisch worden, warme Strüppe von anladen. Und wurscht Sahn, weg ist der Husten, uns gibt keine Dukterkusten. Und nun noch was für die Gesundheit. Die Lebenswurzel für Hermann Klippe. Schmidts Kolle war ein großer Mann. Er saß an Gelde bis zum Ohren. Mit Handel und durch Schiebereien war er reich und fett geboren. Er lebte ohne gerade schlecht. Der Bauch war rund wie eine Dunne. Der Holz ein ähnlicher Schmutenspein. Das Gesicht strahlte wie die Sonne. Er kriegte bald keine Luft und konnte an Betten nicht gut liegen. Der Doktor hatte schon gemeint, er würde bald einen Herzschlag kriegen. Da kriegte Kolle große Angst und machte gleich Entfettungskuren. Er reist als Bord, aß nicht mehr viel, doch besser war es noch nicht geworden. Da der Winklerbauernfreund, ob da kein gutes Mittel wüsste gegen Fettsucht, weil er mal sterben müsste. Der Bauer spricht, mein lieber Koll, da hilft kein Baden und kein Fluchen. Das einzige Mittel, das da hilft, du musst die Lebenswurzel suchen. Die schmeckt durch sauer und mit sachten wird sie dann noch immer süßer. Du wirst gesund und mit der Zeit wird die Gesundheit immer größer. Wo gibt's denn die, dort Kolle Freund? Am Gelde soll es gewesen fahren. Wenn ich da die Wurzel kriegen kann, du sie ja recht gut bezahlen. Nee, mit Gelde ist doch nicht. Die muss da ganz alleine graben. 4 Wochen lang, den ganzen Tag. Dann noch, da hast du euch gehauen. Am Berge war ich ein Stoppelfeld. Dort die grüne Wurzel wachsen. Da fang auch Munde gleich an, sonst kommt der Tod und macht da Faxen. Schmidts Kolle hat das Ding versucht. Dort graben, hacken, schwitzen, fluchen, wird jeden Tag an Acker rin und dort die Lebenswurzel suchen. Er schmäß manchmal den Sport nie. Jetzt pfeift ich auf die verrückten Sachen. Doch weil er Angst vor Dule hat, doch dort er wieder Wetter machen. Die Knochen dort alle wie, sein Hemd klagte vor den Schinn. Der Kopf wird schmal, der Speit ging weg und der Bauch dort auch verschwinden. So hat er nur 4 Wochen lang sich dort außen rumgeschrieben. Die Wurzel hat er nicht gesagt, er hat sie aber doch gefunden. Der Bauer lacht und spricht dabei, na, es ist nur ein, du fauler Stutzel, was du alleine helfen tut. Der Arbeit ist die Lebenswurzel.
Für dich und auch für mich war's gut. Ich danke der Schiene für dein Rackern. Du bist der Angst vor Dudelus und ich brauch's Stuppelfeld mehr Ackern. Glaubensweisheiten und wahre Begebenheiten können an einen oder anderen auch mal zum Schmunzeln nachdenken. Und so wird euch der Hannes jetzt eine kleine Episode aus deiner Jugend aus Polen erzählen. Der Schulz Ernst, der war jetzt im Dorfe aufgewachsen. Jetzt ist er aus der Stadt gezogen, ist ein hohes Vieh geworden, also ein Inspektor. Aber so an Urlaube oder zum Wochenende, da fährt er mal zu den Eltern heim, da gibt es ein bisschen was zu tun auf dem Felde, mal ein bisschen Rullts zeigen, mal ein bisschen Rullts sagen, ich will nicht machen sein, wer heißt das, weshalb oder immer was los ist. Es war ein Wochenende, so kam Ernst wieder mal heim, als die Begrüßungszeremonie mit den Eltern fertig war, meinte der Vater, Junge, die schmeckt der Himmel. 1000 Dutz erbringe Nieseln. Wir wollen heute noch das Hitteloch machen. Es müsste ein bisschen aufs Feld, ein bisschen unter die Hansbeeren, unter die Stachelbeeren und unter die Bäume. Innerlich das Ernste, es könne auf die Kniescheiben klatschen. Aber also er war nach Hause zu suchen, weil der Vater sagt, das wird gemacht. Da wird eine hingezogen, da wird es gemacht. Der Vater sagte, pass auf, die Mutter lädt dir die einen Klunkern raus, du ziehst dann gehst du an den Schuppen, holst die 3 Halme, kommst in das Haus und da ist los. Ankel das im Ziehen, ging an den Schuppen, nahm die Halme, ging ins Haus rum, der Vater hatte schon das Loch aufgemacht und fing schon an zu schöpfen. Da flog ganz der Aroma entgegen, dann doch vom Feinst, das geht ja fast immer alles hin. Na gut, da hat er hingehen, den Stabel reingeschockt, an Butsch. Und da wollte er losmachen, meinte der Vater, nee, bleib auch du ruhig, du gehst hin hier, ich gehe vorne weg. Ich weiß ja flüssig, wo das Zeug hinkommen soll, und damit wir nicht so weit laufen brauchen. Macht los, geht ab. Ernst ging hin, packte die Halme an und dann läuft sie los. Ja, dann kommt nach oben, dann kommt nach unten, dann rechts nach links. Der Roma stieg mir mal die Nase. Und durch seine Rindgewedel mit einem Kuppe, ich war sauber, doch das Gravel, was durch auf der Wiese ging. Tritt mit dem Fuß auf die Kante vom Gravel und rutscht da vorne weg. Ja, da wollte ich ja noch nicht mit dem Gesicht da die dicke Bouillon dort reinfallen. Dann macht er die Hände auf, da putzt die runter und dort so ein kleiner Schwaps über die Kante vom Putz wieder weggehen. Und da wollte sich aufstützen, greift er nicht oder drauf, rutscht weg bis über den Ellenbogen hin an der Putz. Der Vater, der lief von der Weg, der hat ja noch Marken, da hinten war was. Da ließ die halben O los, dreht sich Nee, Junge, was machst denn du? Wir seien doch noch gar nicht da. Und zum Umrühren nahm er auch die Schuppe in die Hände. Der Fritz hat sich ja zum Anfang schon versprochen, aber selber gereimte Sachen von auch dabei sein. Und so geht's jetzt los mit der Eva. Die Wende, das war ja eine sehr bewegte Zeit für uns. Erst haben wir die D-Mark gekriegt, dann haben wir die Arbeitsplätze eingebisst, ich natürlich auch. Und in der Zeit hatte ich ein Erlebnis, da dachte ich, machst ein kleines Ferkel draus. Das Vorstellungsgespräch. Nach der Wende ging es vielen so. Auf einmal lag die Kindchen da. Sie meinten, mit unserem Bedauern oder zu unserem Bedauern, naja, ich dachte, ich muss mir jetzt was Neues suchen und das kann eine Weile dauern. Aber dann fand ich einen neuesten Bladel von einer Firma ein Inserat. Gleich habe ich meine Papiere zusammengerafft und also auf den Bus geschafft. Und nach 2 Wochen, ich war ganz benommen, konnte ich zu einem Vorstellungsgespräch kommen. Und zwar durchschnammig um 4, soll ich dort stehen vor der Tür. Die Gatraula-Betriebe meinen, also bei aller Liebe, du musst das dich ein bisschen lasen, sonst kannst du jede Chance vergessen.
Vor einem Vorstellungsgespräch musst du aber Dinge wissen, die du musst doch einhalten müssen. Das Bild hat mich ganz aus der Rolle gebracht. Ich hatte doch alles schon so genau bedacht. Zuerst die Frisur. Nicht so aufgedonnert soll sie sein, deswegen war ich schon ein Dienst wie beim Friseur. Geh nicht so spät, mach keine Avancen, abgehetzt hast du keine Chancen. Nicht Leinwand Geld freuen, die Beine nicht übereinander schleuen. Oh Gott, und die Kleidchen. Ich konnte gar nicht schlafen, sollte ich mir erst noch was Neues kaufen. Miete oben, lädt ich mal zurecht, meine Sachen. Und durch wollte ich um 3 Uhr Feierabend machen. Da war nur die Nachmittagsschicht, aber bei so einer Sache stand er früh auf und guckte, ob ich auch alles richtig mache. Er schob das Moped raus und wünschte mir Glück. Nachmittags kam ich von Kunnerschdurf zurück, es war nämlich weit, auch noch ein bisschen, da wurde mir klar, ich habe doch keinen Schlüssel. Oh Gott, ich kann daheim nicht rein. Gleich fiel mir das dich ein bisschen wieder ein. Mir blieb nicht ewig, das Hittefenster war gekippt. Dort muss ich rein, schnell den Druck hochgestrippt. Das ging auch ganz gut und ich war froh, aber es waren sonst die Zwischentiere dazu. Lebt noch die Kammer. Das fandst aber offen. Am besten wäre ich es mit einer Letter versuchen. Weil nur bei der Hilda stand vor der Tiere, sie war 85 und hat schon ein schleichtes Gehirn. Sag Hilda, ich kann nicht mehr weiter, kannst du mir helfen, ich brauche eine Letter. Hilda lachte mich an, doch mir wurde ganz schlecht, denn sie meinte zu mir, ja, du hast recht. Sie kann es nicht verstehen. Da sollte ich nur mal Stück auf die Straße runtergehen. Er rannte bald, denn wie mir zum Schur fing es an zu rein. Oh Gott, meine Frisur! Rico, ich brauche eine Letter und den Turm brauche ich auch. Hat ja eine längere Letter da. Dann zog seine Oma oben zum Boden rausgucken und die Letter langsam einen Kämpel runterlassen. Dann hat man die Letter am Kammerfenster liegen. Rico ist langsam und sachte hochgestiegen. Beeil dich, Rico, meine Zeit drängt. Da hat er sich auch schon durchs Kammerfenster gezwängt. Sein Guck kam aber gleich wieder zu, damit die Kammertiere ist zu. Aber da kam zum Glück sein Vater, er hatte den Hintern dabei und ließ mich durch die Haustiere rein. Mein Herz machte den Hopser, die Freude war groß, waschen, anziehen aufs Moped und los. Ich kam ziemlich knapp, saß ich schon am Bord, ich guckte mich ganz verdächtig an. Der Oste war schon drinnen, schon bald 2 Stunden. Endlich rief die Frau Sänger mir anderen selten alle auf einmal gleich rein. Frau Wessi hatte sich ein bisschen verkalkuliert. Und 7 hat sie eine halbe Stunde instruiert. Die Arbeit hatte ich dann gekriegt, ich war 10 Jahre dabei. Aber das ist noch alles schon sehr lange vorbei. Wie es der eine oder andere so gibt, der daheim ein Haustier hat er Rosi rausgesucht. Ja, das ist auch eine wahre Begebenheit, das habe ich aufgeschrieben, weil es mir so bildlich erzählt worden ist. Ein schöner Tag, wie aus dem Buche, die Trude letzte Woche mit dem Radl an die Spur und sie macht sich auf die Tour einzukaufen an der Holle. Milch und Butter waren gleich alle. Sie guckte links, sie guckte rechts und sie dachte an nichts rechts. Als die hin, es war kein Vergnügen, sog sie was Bretgefahrenes liegen. So wie Nupper Spurzel aus. Drum ruckt sie gleich zum Nupperhaus und sie fragt die gute Frau, ist denn euer Purzel da? Sech, war die Oma vor einer Woche bei der Nuppern zu Besuch. Wenn ich da darf, die Antwort gern, Purzeln habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn los? Ist was passiert? Gleich kommt dran, sie war schockiert. Das Gejammer wurde sehr groß, dann ruckte die Truhe wieder los. Die Nuppersfrohe, ganz verstört, sagt zum Mann, es ist was passiert. Purzeln haben sie überholt. Das Beste ist, da wird geholt. Geh ab du, ich kann's nicht machen. Dann beten Worte nicht zum Lachen. Mit Schaufel und Entlastesack macht der Mann nur auf den Weg. Mit leeren Händen kommt er dann heim,
gefunden euch nicht neben einer Seben. Klebt euch auf mein Wort, unser Putzel lag nicht dort. Da driften ein paar Frauen an und die brachen miteinander. Oh, die hat eine schwarze Mütze. Neugierig gehen sie gucken jetzt. Dort, wo die Trudel was gesagt hat doch wirklich was geladen. Und ich denke, ihr wollt's nur wissen, ab Pfad hat dort die ich will Pfadeäppel voll gelöst. Zum Lachen war's, Käse war verdrossen. Und Putzel war dann heimgekommen, sie haben gleich an den Arm genommen. Der eine oder die andere von euch hat bestimmt schon mal was vom Kleckerhans gehört. Da hat Oma das eine oder andere Stickel geschrieben und eingeschleut und euch jetzt alles immer sowas für soll. Servus, Grüßschocke. Grüßschocke. Da steht ich auch wieder mal sagen. Ich hatte mal eine Frage an dich. Na los, stell mal. Du hast doch vor ein paar Jahren durch den Blitzschlag der Häuser verloren. An welchen Jahren wollte ich dich freuen, hat zwar da bei dir eingeschleuen. Da an den Godel, da war ich Utzen, mich ausfreuen wollen und ohne Duzen. Mit meinem Hause, das war passiert, wo mir 3 Schweine sein krepiert. 3 gleich. Und Häusel dazu, an welchen Jahren warst du denn noch? Das mit meinem Schwein und mit meinem Nast, das ist gewast. Wo nupperst Ziegenbo, mein Gras und das ganze Welschkraut noch Fraß. Der Bog hat's rausgefressen und Kraut, aber als Jür, das hast du wohl vergessen. Jon Haar, sei das gleich. Es fällt mir doch bestimmt gleich ein. Das war zur da verhussten Zeit, da hat's bei uns der Krums geschneit. Jetzt das Kumpel an Spaß, an welchen Jure wollen das? Da haben sie neben uns gemaust. Das halbe Dorf war ganz verlaust. Und bei anderen Oberhaus, da ist der Hofen. Dann war die Halle fortgelaufen. Und wenn sie Zahnrohr ausgerissen, an welchen Jure will ich es wissen? Ins Jod und gesagt werden. Ja, das fällt mir gleich ein. Das kann ich dir sagen. Das mit meinem Hause ist passiert, wo's. Nee, andersrum. Was will ich da sagen? Ich kann das sagen, da hat es bei mir daheim eingeschleudert. So schwenken wir mal so ganz langsam zur Schule und Schulkindern und unseren Schulmeistern, weil ich auch schon an die Schule gehen durfte. Frau Moschwort und Frau Mattes, jetzt ist es unsere Wahlbraut. Hat euch was rausgesucht. Es geht um die Schule, hat er ja schon gesagt. An der ersten Klasse lernen wir Zahlen, Buchstaben und heute geht's ums U. Von Emil Eichhorn. Nach Kunnerschdurf war wieder mal das Schulrat rausgekommen. Am ersten Schuljahr wurde dann da ist Kuh dran genommen. Erst wurden da oft gezahlt, jede mit Kuh fang an. Kein Kind hat da dabei gefallen, sie zeigten alle an. Quark, die Quecke, wird gerufen und quaste, Qual und Quöll. Doch immer wird vorbeigepupft, ein Junge reimte, Earl. Da wurde viel dabei gelacht, es war das reine Spiel. Der Schulrat, der hat mitgemacht, und weil es ihm gut gefiel. Er lachte mit und rief, der Quatsch, na das war ein Spaß. Der Schulrat hat ohne gezankt, weil kein Kind stille saß. Auch Quieken, Quetschen, Weihern wurden noch genannt. Das letzte Wort
war ein Schulrat als Städter nicht bekannt. Er wollte da davon einen Satz, ganz kurz. Da meldet sich der Prätzelschatz, mich geweierte Afforts. Als Schulkind haben wir auch am nächsten Stück ein erstes Beispiel. Mein lieber kleiner Fritz, jetzt wasche ich dich. Wenn du so dreckig lebst, schadet man sich. Und dann sonst kommt die Tante aus der Pfalz. Komm her, jetzt wasch noch ein dreckiges Holz. Dann hat die Tante auch richtig Freude an dir. Denn so ein sauer Spuschel macht dir Mordspläsier. Sie hat uns oft schon besuchen wollen und sie schreibt, dass sie ganz sicher kommt und gleich 3 Wochen bleibt. Und Anne, kommt sie mir die Tante aus der Pfalz und da steht gut mit meinem frisch gewaschenen Hals. Ich wollte ja vorher ein kleines bisschen weil wir eine Schulklasse aufbauen wollen. Und da kann ich in der Zwischenzeit mal freuen, wenn in einer Schule der beste Platz war, vorne oder hinten. Richtig. Ich habe auch vorne gesessen. Hinten hat man ja immer alles am Blick. Den ganzen Tag, die ganze Stunde bist du nur auf dem präsentiert aller. Vorne guckt natürlich weg. Ja, ist so. Wenn es dich interessiert, kannst du mit dem Lehrer ein Zwiegespräch führen. Und wenn es dich nicht interessiert, ist es auch nicht ganz so schlimm, was vor der oben zu machen. So gucken wir mal, wie weit unsere Schulklasse jetzt ist. Ich gehe mal zu einer. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Frau Mattes. Na, wie war denn euer Wochenende? Ach, ich war bei meiner Großmutter. Das war richtig langweilig. Wieso denn das? Bei der Oma ist es immer schön. Die Oma und der Opa saßen den ganzen Tag auf dem Sofa und wollten nicht an. Aber Susi, das kann doch nicht sein. Kein Radio, kein Fernsehen, kein Kino. Beginnen wir nun unseren Unterricht mit ein paar Quizfragen. Erstens. Schätzt doch einmal, wie hoch ist unsere Schule? Conny? 1,20 Meter. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich bin 1,50 groß und die Schule steht noch bis hier. Ich habe hier ein Blatt Papier. Wenn ich das in 4 gleiche Teile teile, habe ich 4 mal ein Viertel. Aber wenn ich es jetzt in 1000 Stücke zerreiße, was habe ich denn dann? Peter. Da haben Sie lauter kleine Schnipsel, Frau Mattes. Und das ist deine Konfetti. Dritte Frage, aufgepasst. Warum gibt es mehr Menschen als Affen? Wofür ich? Weil es am Bett mehr Spaß macht hier auf dem Boden. Und die
anderen Säugetieren. Wozu gehört eigentlich der Hering? Der Hals gehört zum Schellagon. Auswertung morgen. Wenden wir uns jetzt unserer Muttersprache zu. Warum heißt das eigentlich Muttersprache? Ja, weil der Vater nicht zu sein hat. Peter, aufwachen! Die Schule ist nicht der richtige Ort für ein Nickerchen. Es geht schon, Frau Mathe, Sie brauchen bloß nicht so laut zu reden. Wenn ich jetzt sage, das Lernen macht Spaß, was ist das für ein Fall? Nur das ergänzt seltener Fall. Jetzt werten wir eure Hausaufgaben aus. Ich habe euch schon immer gesagt, alles, was man anfassen kann, wird groß geschrieben. Karli, warum hast du das Wort Löwe wieder klein geschrieben? Aber Frau Mattes, in Löwen kann man doch nicht einfach so auffassen. Und nun zu euch, Brüder Neumann. Ihr habt über die Katze geschrieben. Warum haben wir wortwörtlich das Gleiche dastehen? Erklärt mir das. Na? Soll ich? Frau Mattes, das ist ganz einfach. Wir beide haben ja auch die gleiche Kotze. Ihr hattet noch eine zweite Hausaufgabe. Ihr solltet Sätze bilden mit dem Wort immerhin. Susi, bitte beginne mit Vorlesen. Unsere Katze hat immerhin 3 Katzen gekriegt. Und prima. Weiter? Conny? Wir haben für unseren einen Äppelbaum immerhin 2 Korbe Äpfel gepflückt. Prima, lobenswert. Und es macht Felix weiter. Bei uns an Hause, am 3. Stocke, wohnt eine junge Frau, die ist sehr sexy und hat riesengroße Brüste. Was soll denn das? Die Aufgabe war ganz anders gestellt. Aber da geht der Vater immer hin. Das Pausenzeichen an der Schulklasse war für euch das Zeichen, dass wir eine Viertelstunde Pause machen. Was der eine oder andere eine Zigarette rauchen will, was ich noch ein Bier holen will. Wie geht man steht mein Kolle? Was macht ihr denn, Herr Spitz? An der Zeitung stand geschrieben, ein Wolf hat bei uns getrieben. Wo ich das las, wo mir gleich leicht, hat ihr liegen Presse reicht? No, leider. Und hat euch ein Reh gefangen, dann ist er durch spazieren gegangen. Also die Sache wird mir gar zu dumm. Wenn ich mal aus dem Gratschen komme und laufe wie ein krankes Reh, da frisst er mich, da gehen wir schnell. Das können wir so nicht anstehen lassen. Der Isegrim wird abgeschossen. No, nee, mein Fritz. An diesem Land, da hat kein Jahr freie Hand. Wenn das Ihnen nicht gefällt, wird da einer an die Wand gestellt. Das merkt jetzt unser Landwirt lange, dann wird bestimmt schon ein bisschen bange. Der Amtschef dort auch seine Pflicht.
zu zaudern, ist Sörensen dafür vor Gericht. Und der Wolf wurde nicht abgeschossen, er hat das Tier entnehmen müssen. Und beim Wildschwein ist schon umgedreht. Die gibt es bei uns ja auch, wie gesehen. Die rauschen, also rauschen ist Jagersprache für, ne? Also die rauschen ist geschwollen und klar, das Jagervolk wird ausgelacht. Mit ganz viel Mais wurden sie gemessen. Oh, jetzt bringen sie die Schweine best. Nur sollen sie Blei zu fressen kriegen, bis alle auf der Sparte liegen. Da gibt's sogar Abschussgeld, das Ansitzen, was lecker fällt. Da könnten doch die Wolfsversteher die Viecher dazu dressieren, dass die Schweine dezimieren. Ich denke, da stehen die Karten schlecht, das ist bestimmt nicht artgerecht. Bei uns an Busche geht's nur wie ein Richtschenlamm zu. Wer andere frisst, der wird hofiert und das arme Schwein krepiert. Oder der Wildschwein voller Speis aus dem Wildschwein. Was willst du auch, mein Kolle? So macht's doch gut mal für uns. Früher hat man auch manchmal so einen Austausch, wie man reingekommen sein, aber das macht uns nicht. Wir wollen gleich mit dem Lied weitermachen. Und dann wollen wir wieder was tun, nämlich einen Bierwalzer. Der Text müsste bei euch wieder wie gesagt. Es läuft übrigens um so
beim Beeren und sonst auch. Und wenn man lange genug geduddelt hat, dann müssen da Monägen mit Ketten gemacht werden. Und dazu gibt es eine hübsche Geschichte, die war das jetzt mal Ludger und die Marie Viertreu. Pauline nur hat Huxt gemacht. Ich ha das Ding nötige. 8 Jahre gehen wir schon zusammen. Wird denn okay geschicke? Na klar, auch immer zu. Es leid auch an dir. Der Mann bist du. Ja, unser Huxt, das wird allerdings so Assen gibt's genommen. Da wird getanzt, gejuckst und nicht zu winken. Wir seien auch immer jung. Die ganze Freundschaft laut mal ein. Wer will, kommt zu Besuche. Auf was ein Bier wird gestackt. Es gibt Kaffee und Kuchen. Unser Huxt, das wird allerdings so Assen gibt's genommen. Da wird getanzt, gejuckst und nicht zu winken. Wir seien auch immer jung. Verresen tun wir da der Huxt. Da laufst mit der Pauline. Von Leckerstoff auf Kunnerschdurf und Wetter bis durch Schienen. Bald kann man euch besagen und braucht nicht an Fänk ausgehen. Ja, unser Huxt, das wird allerdings so Assen gibt's genommen. Da wird getanzt, gejuckst und nicht zu winken. Wir seien auch immer jung. So, ja, früher wird alles bunt und bunt ist alles lahm. Und so 2 Geschichten auch querbeet, was so alles passiert, wenn man ein Häusl hat und so vorne ist mal die Waldraut und die Merolli. Gutes Essen ist immer was Wahres, nicht bloß bei der Huxt. Ein ungenäuscher Kalle, vom Volksmund nacherzählt. Wir hatten mal den Meier, ein Polier und 2 Gehilfen dazu. Und weil da die Polier sogar eine Abendkeuche aus, da habe ich dann einer mal zum Mädchen Abendkeuche gemacht. Eine Schüssel mit 20 Abendkeuchen. Was? 20 Abendkeuchen mit der Polier? Die Frau doch alleine. Da lachten die anderen Willen und sagten, no, du ist er. Wenn du sie wegbringst, da bezahlen wir dir eine Wolle Korn. Und wenn ich sie wegbringe, sagt der Polier, da bezahle ich eine Wolle Korn. Und schon genau einzufahren. Die ersten Zahnabendkeutel ging runter wie Hele. Dann ging's auch schon 6. Beim 12. müsste ich die Jacke ausziehen und das Hemdeknäppel aufknallen. Beim 15. holt er tief unten und krächzte. Die anderen 2 Meier, die brennen schon nicht. Aber der Polier stoppte weiter. 16, 17, 18, 19, Auswasch. Beim besten Willens ging nicht mehr rein, die Wette war verspielt. Da guckt der Polier das letzte Abendkeuche. Bisarsch auch und meinte, wenn ich gewusst hätte, dass du übrig bleibst, hätte ich dich oder wen zur aller. Hat Sorgen. Allemal war Wochenmarsch gewesen. Und zum späten Nachmittag fuhren die Marschweiber mit dem Zuge wieder auf Heimzug. Da saßen auch am hintersten Beine die Hallandguste hin. Sie hatte Futterwängel und Quarkfähe gehalten und mochte ganz schöne verkauft haben. Der Puckelkorb war bald leer. Müsst es denken, die Guste wäre zufrieden gewesen. Nee. Sie saß an der Ecke und guckte oberst von Wohnfenstern aus. Es war Kirche Waterhausen und es war ein kostbarer Tag. Die Hallandguste, die so schon ein Brindel breit geworden war, rutscht der Wagen warm angehost. Wenn es den ganzen Tag an der Kälte auf dem Marsch treiben muss,
ist das schon nicht zu verstehen. Sie sorgt wie eine versotzte Plumpe aus. Wie nur der Zug auf Leckersdorf reinfällt, da will ich die Guste wieder ihren Buckelkopf aufnehmen. Weil der dicken Wurst ist das kein lechtes Ding. Da steht ein fremder Mann drauf und will er helfen, das Fleckelhund suchen, wo der Gut beim Koarle eingehockt wird. Und weil die Guste so ein olersches Gesicht macht, da freut er sich, ob sie eine Schleichte verkauft hätte. Nun, nee, doch, wenn die Guste verkauft habe ich gut. Aber Aberspach wollte schon aussteigen und ein Leckersdorf sitzt immer noch an meine Hände. No, da haben sie es gewiss verschlafen, sagt der Fremde. Woher denn? Was soll denn bei dem dichten Gerotter schlafen, meint die Guste und gibt's Tiere. Nee, weil ich hab Brüssel dicke Bi und Wein mit Buckelkohle. Muss immer erstlich aussteigen, mit dem Kohle zu Ost. Da freut ich mich besser vor Hand und Ohr ein. Aber jedes Mal, wenn das nur der Schaffner sitzt, da kippt der verdrehte Vogel Auge raus und schlägt: Mutter, wenn der alle in der Mitte fahren will, so gibt's Reihe anräumen. Dabei gibt er mit Probe einen Bums und schluckt mich wieder an den Kopf. Und bumst die Tiere zu. Und die Wetter gibt dir vor. Und soll es Stone Rasen gemacht. Früher war die Entfernung zwischen Kunnerschdurf und Zittau noch eine ganz andere wie heute. Also man ist ja die Anlage 3-mal bis auf Zittau gefahren. Und die Kilometer sind immer noch die gleichen, aber das Leben ist auch doch anders gewesen früher. Und manche auf dem Dorf wussten nicht so richtig, wie das so zugeht an der Stadt. Und dazu hat die Rosi jetzt eine ganz feine Geschichte. Das Ding nennt sich der Schiefer. Und dann da rüber die Marie, die hält so eine Stiege fix runter. Und dass ich dabei ein Schiefer an Hintern gejagt, das war ja zu reichen Käfwunder. Der Aale, der Grummel, und konnte am Schiefer nicht kriegen. Die Marie, die wimmert, sie konnte nicht mehr sitzen und du ohne mich liegen. Der Aale spricht: Du gehst da die Stadt, ein Doktor ist schon zu finden. Dort lässt er rausnehmen und sagt dazu, soll ich nicht gar so sehr schinden. Die Marie ruckte los und holte auch gleich einen ordentlichen Doktor beim Fracke. Dann lädt sie den Not aus und wesen der Not ist echt dir die Backe. Da meinte: Ach, meine sehr liebe Frau, das ist an der Sache das Schlechte. Ich bin ja, es steht auf dem Türschild genau, ich bin ja ein Doktor, der Rechte. Ach herrje, und ich an links. Muss ja getrost wieder wandern. Hat ja denn wirklich bei euch an der Stadt von jede Backe ändern. Jedes im Gebinde heute gehört ja noch mal eine Kotze und so eine Kotze macht auch manchmal ein bisschen Ärger. Oder so wie es wird. Kater Schnotz, der Übeltäter, von Evelyn Augustin. Unser Kater, der ist schwarz und lässt manchmal auch an Fotz. Steht der Großvater daneben, ist gleich Opa war schon abend. Da lässt das jetzt nicht gefallen. Hinter mir, dat's gerade knallen. Ich war nicht, komm her und rieche. Unser Stänkerchen ist da, diche. Oma, mach die Fenster auf. Bei der Mief geht es noch drauf. Kater Schnotz, der räucht an Bord. Ist an Drosch nein Schmerzen Opa in de Beine. Schnotz, ich soll dir ob das eine. Du gehst raus und hebst den Arsch, sonst heißt's wieder, ich im Arsch. Kater Schnotz, da hat's gehorcht und schlecht ganz bedeppert fort. Hau bloß ab und raus mit dir, da dich Furz war nicht von mir. Weil die ganze Woche Fleisch gearbeitet hat, da kann sich so mal loben, so ein Frettchen abends einen ordentlichen Spielabend mit
mit seinen Kumpels zu machen. Wenn aber mal die Dulle gefangen wird oder so, da gibt es so mal eine Runde und dann ist er weg. Da heben wir nicht ganz so einfach. Ah, guckt euch am besten noch. Guck mal, nur rausgekleidet. Nee, das ist da eine Meierwein-Schenke Donnerstag. Die Suppe war versalzen, Gemüse kalt, das Fleisch war zäh wie so eine alte Schuhsohle und das Bier war daheim. Da ist bloß gut, dass wir uns bei Zeiten aus dem Stroh gemacht haben, sonst hätten wir einen ganzen Frost mal bezahlen müssen. Ich müsste mal einen kleinen Kallen die große Wald zeigen. Das geht mir auch so. Warum klingt denn das bei mir so laut? Bei mir so leise? Ja, du winkelst ja gegen das Auto und ich gegen deinen Mantel. Ach so. Thomas sagt gut, ich muss es mal zu einem Vortrag über Alkohol und andere Sichte. Wobei, als ob du heute Abend noch zu einem Vortrag musst, das geht auch nicht. No, du kennst meine Freunde. Ich habe hinten sowieso noch einen schweren Aufstieg. Mein Hauswirt, der macht dir alles selber. Und jetzt am Winter, da muss das Treppenhaus gemalt werden. Aber wenn Spielung, dann Schniffer darum. Die Treppe kann er ja streichen, hat er gesagt. Da gehe ich übers Geländer. Mensch, das geht nicht. Sie können ruhig die Treppe nehmen, wir haben das Geländer gestrichen. So kann's gehen. So, jetzt wird wieder ein bisschen umgeräumt, weil es wird eine gemütliche Stube aufgebaut. Wenn man schon alle Zeit verheiratet ist und die ganze Studelei ist vorbei, ist dann manchmal nicht ganz daheim. Die Karin und Obi, die werden euch jetzt einmal dazu eine kleine Geschichte erzählen. Du, hier steht in der Zeitung, die suchen in Mitte 50 der Frauenbeläsch. Ob das was für mich wäre? Du bist spazieren gegangen worden. Hast du das doch gesagt, wie mich da die eine Frau angelacht hatte? Darauf brauchst du dir nicht einbilden. Ich müsste auch lachen, wie ich dies so stumm Lässt du das Blasen weg? Und ja, wolltest du dir was duschen gehen? Nee, dann. Gut. Dann muss ich das jetzt essen. Muss ich jetzt halt so bringen. Wir wollen jetzt essen. Was
Und was gibt's da? Das wäscht noch nicht. Die Pixel heute an den Ofen und das Etikett ist abgefallen. Oh Gott. Du bist doch der Erste, der in den Hund kann. Nee, bloß tauschen. Siehst du an Worte deines Vaters, ich will dann duschen, nicht, dass die Leute sagen, wie ich duschen gehe. Wenn die Nummern sagen, dass du duschst, sind die ja wohl von ganz alleine. Was ist denn das für ein Sarg, doch? Das ist alles Müll, das kann dann weg. Das dicke Hemd, das ist immer Gott, das ist doch kein Müll. Das musst du wegschmeißen. Mit einem ausgeleierten Kragen siehst ja aus wie eine Vogelscheuche. Und die dicken grünen Unterhosen. Was siehst du dann aus wie Botewalter, wenn er einen Garten hat? Das dicke grüne Ringel, das machst du holen, das kannst du doch nicht alles immer wegschmeißen. Nur vor 20 Jahren hat es gekostet. Ich sagen, das machst du jetzt noch. Also das schmeißt du weg. Muss man nicht ganz durchschmieren. Guck mal, was ist das denn hier? Hast du deine Papiertonne? Du, das seien doch nicht alle meine Eintrittskarten. Von Bonnie Deiler, vom 15. März. Die haben wir die Kinder zum 55. Geburtstag geschenkt. Da kostet eine Balle 60 Euro und du schmeißt die weg. Heute ist der 25. Und die seien verfallen. Bist du denn völlig beschucke? Schmeißt meine guten Eintrittskarten weg. Jetzt haben wir einen Dreck. Verfallen sein sie, weil du alles an Müll geschmissen hast. Dann sag, schaffe ich jetzt raus. Ja. Au, ich habe einen Hexenschuss. Du hast keinen Hexenschuss. Ich habe einen Hexenschuss. Das willst du ein, du hast keinen Hexenschuss. Ich habe einen Hexenschuss. Du hast keinen Hexenschuss, die schießen doch nicht auf ihre eigenen Leute. Du machst doch gut bis Wunsch. Was wolltest du noch sagen? Er läuft dann das anzieht. Und da geht es auf die Schlafenszeit zu. Und zum Thema Schlafen haben wir noch zwei Beiträge hier. Zuerst kommt die Marie und dann hat die Eva sich dazu noch was ausgedacht. Doch was sagen. Schlaf mal schlaf genug. Mach den Minen Augen zu. Bleiben vor lauter guten Sachen, die dir leicht für Freude machen. Vor der bunten Blumenwiese, vor der Mutekuh, der Liese, vor der Mieze und vom Schaf. Schlaf mal Mäuse, schlaf. Bleiben vom Biebmatz auf der Linde, bleiben vom lustigen Sausewinde, der ums Garten bläst und der Ebbe runterschmeißt. Bleiben vom Vater, der die Nacht Schicht aller Fabrike macht. Bleiben von Dan, bleiben von Jen, die der Tennis hat zu können. Und abbringe auch von mir, wenn's sogar so gut mit dir. Und du kleiner Irrst, du weißt nicht, wie ich mich sorgen tu, an der Schlafe. Ich hatte jetzt auch einen Traum. Heute Nacht habe ich geträumt, die Welt ist zu Ende. Wie raus auf der Straße, bloß an mein Nachthemde,
war niemand mehr da. Kein Mensch und kein Tier. Oh, ich konnte es gar nicht fassen. Jetzt gehört alles mir. Kurz überlegt, was will ich mal zuerst? Ist ja eh alles meine, da ist es ja wurscht. Das neue Auto von Fritzen, aus der Schenke die Weine, das Schiene aus auf den Berge, von der Bank alle Scheine, aus der Boutique die Kleider und einen Goldschmuck dazu und neue Schuhe und Taschen brauche ich auch. Aber ich gucke mich um und mein Herz schlägt laut. Wo sind denn die Vögel? Keine Katze mehr jaut, kein Nupper grüßt mich Sporsch über den Zaun, keine Handwerker, die irgendwas bauen. Und mein Mann, der kam doch gerade dazu. Nee, so alleine, der Mutter ist nicht froh. Überall bin ich gelaufen und habe angesucht und habe dabei manchmal so richtig geflucht. Dabei bin ich gestolpert und arg hingeschleudert. Da war der Traum aus, ich war aus dem Bett geflogen. Mein Mann guckt mich an mit besorgtem Gesicht. Was war denn los? Erzähl mal die Geschichte. Ach, mein Herz, komm her zu mir. Du bist doch der Allerbeste. Nie wieder schimpf ich mit dir. So ganz alleine, da ist es verloren. Gott sei Dank war das auch an Drogen zu geboren. Wie geht man denn mal, Koarle? Was macht er denn als Spitz? Naja, das wäre wohl nicht, tät mein Opa immer sagen, die Zeit ist rum und wir haben auch alles vier getreut. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, auch mir hat es gut gefallen. Und ich denke, da rede ich auch im Namen von uns allen, die dann einmal dazukommen. Man denkt, der Eintrittspreis, da war ein bisschen wink, und dann steht bei der Tür dort dieses große Ding. So schmeißt da ein paar Groschen rein und einen ganzen Haufen, dann tun wir dann zu guter Letzt alle zusammen für neue Witzen ausgehen. So, das soll es gewesen sein für dieses Jahr. Kommt gut heim und bleibt gesund. So, Koarle. Und sein Ruhe. Naja, weil wir alle gerade mal so vorne stehen, war ich euch alle nochmal vorstellen. Die Eva Matula. Was unsere Regisseurin ist, die hat auch so ein bisschen das Händchen drüber, dass das alles so ein bisschen fein läuft. Die Karin, der Karin. Die Richter Veronika. Mathis war drauf. Neumann Marie und der Ludger Gründer. Der Johannes Hieke. Da kennt dich Thomas. Der
der reiche Juring alias Obi. Und zuletzt der Michael Frank. So. Wenn es euch gefallen hat, kommt mal wieder. Wir haben ja aber noch einen Zettel über. Das ist Absicht. Da kommen wir gleich morgen noch. Weil wir uns Bleiben wir gleich sitzen. nämlich mein Dorf und ihr tut euch mal ein bisschen setzen oder sehen oder je nachdem. Natürlich können wir alle kräftig mitsingen und los geht's. Dankeschön. Zettel dazu, denn ich habe es schon lange nicht gelesen. Also das Geburtstag steht. Hans-Lobes Großer, Lohns Mrs. Green, Sobel Brims Wilhelm und der Wenzel spielen. Die saßen einen Monat später an der Schenke und erzählten sich allerhand Ränke. Das halbe Seidel macht gleich eine Runde auf Emo und flugs verging nur Stunde auf Stunde. Auf Emo so die Gott 12 geschleudert, meinte der Wilhelm, was soll denn? Meine Frau wird heute 50 Jahre, da bringen wir ein Ständchen, wir machen nicht an Schuhe. Sie wird viele gucken, wenn wir so viel oder weniger singen oder kommentieren. Zu so einer harmlosen Teifelei waren die anderen auch gleich dabei. Das Ding versprach, der Großarzt zu machen, da sie dicht, Ski und Haber lagen. Hanslo und meinte, was wollen wir denn singen? Ein bisschen Schiene möchte Arm noch klingen. Da kommt mir jetzt gerade erst an den Sinn. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Na? Was denkt ihr, ihr Hand? Das passt zwar nicht richtig, aber es gibt dort allen, weil sie nicht besser wussten, gefolgt. Gleich machten sie an der Gaststube aller Nacht da eine Singprobe. Dann zogen sie aber raus aus der Klause und standen global vor Zobelbriefs Hause. Wilhelm schlug sacht den Haustier auf und führte behutsam die Treppe auf. Die war so schön belädt mit Locken, sie konnten ruhig mit Füßen aufstoppen. Und auf dem Saale wo der Allee verliegen, ein Drosch und ein Füßen durch zusammenwiegen. Es war von den Vieren, ohne es allergeringste zu hören.
Der Wenzel zählte sachte bis 3 und schon ging's los mit der Singerei. Es klang nicht ganz rein, es war nicht so verlangt. Ein Gras war schon irgendwie schöner gegangen. Sie hatten dann nicht lange gesungen, es war eine halbe Faschel verklungen. Da ging die Kammertür auf wieder Wind und zum Vorschein kam das Geburtstagskind. Ein Unterzieher und macht da Geschrei, ihr besoffenen Teufel, was fällt euch denn ein? Der allerwald Wunder, bleibt doch ruhig stehen, ich will doch fix noch an Landel gehen. Nee, es ist zum Entlaufen, ihr seid schlimm, ihr trampelt mir doch einen Kuchen rein. Wurde dann mit dem Mal klar, was das Weg auf dann soll. Neubackene Kuchen, diese so schöne Brät gelegt wurden, damit Studien, also sie wollen schon anschreien wollen. Das Ding war gut, es verging die Faxen. Sie standen gar ruhig und kennen dort gaxen. Und wie die Mine kam in Lichte, wurde es besahen die ganze Geschichte. Erschien am Moorplatz, war ganz verlatscht. Und einer mit Äppeln war auch ganz zerquatscht. Auf einen Zuckerkuchen, der Schiene glasiert, hat sich Hans-Lobel Wenzel platziert. Und Dons Michels Fried mit seinen großen Knochen statt Mittel drinnen ein Kasikuchen. Nu war aber von der Mine was zu hören. Keiner soll dann Dolmi fotografieren. Am meisten hatte der Mann auszustehen. Da hat es natürlich am drecksten gegeben. Kein guter Faden war an mir dran. Da hat sich ruhig das Gepulver mit an. Dann meint er, weil sie gar nicht hat Ruhe. Du huscht aber oft mit den albern Geduld. Mir manchmal da ein Kuchen jetzt wo er hängt. Zieht ab und lässt ihn nur lange queiern, jetzt wollen wir gleich den Geburtstag feiern. Das ganze Gerassel wird jetzt verdruckt und ihre wird da nicht abgeruppt. Die Mine da noch ein bisschen murren, sie wollte noch das und noch jetzt zu knurren, aber wie es Wilhelm sollte, so blieb's. Und es wurde nachher schrecklicher Debs. Weg kam's, sie haben lange gesessen und haben mit Verzweiflung dann Matsch gegessen. Doch wie sie gingen, sollten die Brüder, Mine, schon Jahre singen wir da wieder. Aus der Oberlausitzer Heimatzeitung vom September 1932. Da war das Verpackungsmaterial noch ein bisschen anders. Die neumodische Kur stellt Gustav Huttes Zipperlein, bei juckt's den Arm, bei an Bein. Kurz ist dort der alten Gliedern zwicken, bevor es sollt, bloß ein Mittel schicken. Die Leute seien in ju viel gescheuter als früher. Jetzt gibt's ja Kräuter und Pillen, bald für jede krankt. Erst gestern hat ich am Morgen bedankt, ganz öffentlich an Buchenblatt, weil dann dort das Zeug geholfen hat. Dass er an Bladel annoncieren, nun schreibt und dutsch ne lange zieren. Und Gustav dort einleuchten bade und duchte, reicht hat meine Aale. Er langte gleich noch einen Tintenfassel, dann schrieb er dann Mann noch Kassel. Da solche Bilferchen dort machen, er sollt auch schicken bei die Sachen. Und Gustav braucht nicht lange zu lauern, 4 Tage, länger dort's nicht dauern. Da kam's Paketel mit der Bust und Gustav hat auch gleich gekusst. Das braune Pulver aus dem Deckel, Gebrauchsanweisung stand auf dem Deckel. Na jeden Essen ein Teelöffel voll, wenn's Mittel ordentlich helfen soll. Er meint, das schmeckt ja gerade wie Stroh. Mit solchen Sachen ist just so. Wie nächstens mit der Arznei, wenn's schlecht schmeckt, da hilft's mir's gleich. Und Gustav ducht, nur nicht gesund, er hat da wirklich gar keinen Grund, dort war zu zweifeln, denn Koarle, wo stellt Gustav wieder der Aale. Uns dort nämlich an Beine reisen, sein Pilferchen, das dort abreißen, rasieren und dort sich ordentlich freuen, das Zipperlein vor außen Bein. Ich lust kleiner ein Bäckel schicken, meint er so froh, es tut nimmi zwicken, das düchtsche Zeug ist wirklich gut, ich soll so gleich das halfen tut. Es hat auch zu sehr schnell abgenommen, ich tu schon auf den Boden kommen. Und da dabei löffelt er ein Kistel drin rim, auf einmal rief er, Christel, da sieh ich auch, was ist denn das? Da auf dem Boden leidt doch was. Ein Fläschel ist, nur möcht ich auch wissen, was war das da hat reingeschmissen.
stellt Gustav dort das Ding angucken und immer fing er an zu spucken. Und an Gesichte war er bloß, um Gottes Willen, was ist denn das? Da sieh ja, Christel, Lust der Schweißen, das ist ju ich das Zeug verschreißen. Ein Löffel voll nach jeden Assen. Das Pilferchen, was ich gegessen, war, guck mal, das war neu verpackt. Da hat das Zeug so struch geschmeckt. Strophe zum Schluss. Bier schmeckt den Hund, der Schnaps war nicht da. Wer macht den alle Rede? Noch ein Schokar, riecht noch was Schwarz. Der war schon nie alleine. Jetzt darf ich noch so noch gewinnen. Ach so, ein Ding ist nicht dort. Jetzt darf ich noch so noch gewinnen. Klingt schon so schaukelbar. Alle! Koarle verliere Balance nicht, wenn so schaukeln muss. Koarle verliere Balance nicht, und schon. Nehmen Sie doch Ski, kommt die Antrieb, jetzt schon bei Not das Scharen. Der schob nach rechts, der schob nach links, schaute und jede der Haare. Er stutzt gereimt, doch noch geflogen, Jonas dort wurde noch fahren. Dein weißer Haar riecht noch was schwarz, ich kann mich nie wieder fahren. Koarle verliere Balance nicht, wenn so schaukeln muss. Koarle verliere Balance nicht, und in Geschirr. Wir sind dort los, wurde schon hoch, doch eine beim Häusen kam. Rief noch was schwarz, Schlüssel noch an, stoch ab nachher vor danach. Und als Grenze, Häusel und Schreck, doch lacht das Schnee ihr Gebreite.